Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute in die Welt des Häkelns mitnehmen und euch mit diesem leichten Sommertop verzaubern. Dieses Projekt ist sehr gut für Anfänger geeignet, weil das Muster leicht zu häkeln ist und auch leicht zu merken. Ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Also für dieses Oberteil brauchen wir die Cotton Soft Wolle von der Firma Relana. Ich glaube, jeder kennt schon meine Wolle. Also 50 Gramm, 150 Meter Lauflinie. Und wir brauchen für die Größe 34, 36 ca. 100 Gramm Wolle, 38, 40, 120 und 150 Gramm für die Größe 42 bis 44. Ich habe die Wolle natürlich an meine Häkelart und ausgerechnet und meine Wolle. Und ich habe das Oberteil in der Form gehäkelt. Also die Breite für die kleine Größe ist ca. 45 cm. Hier die Linie auf der Seite 24 cm, die komplette Linie 40 cm. Und ich habe die Häkelnadel Nummer 4 verwendet. So, einmal der Maschenanschlag für die Größen 152 Maschen plus 3 Wendeluftmaschen, 38 bis 40, 68 und da 88 plus 3. So, dann zeige ich euch noch mein Muster. Und zwar, ich habe bei der Breite 10 cm ja praktisch 1, 2, 3, 4. Also hier bei den Stäbchen fange ich an und ich habe dann 4 Löcher und hier vor dem Stäbchen, das ist mein einmal der Rapport und einmal in die Linie 10. Das ist aber schon abgedampft und also praktisch gebügelt, das Teil. Ich habe 10 cm, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 Reihen. Und nochmal, Mustersatz ist hier teilbar durch 4 plus 3 Wendeluftmaschen. So, wir schlagen jetzt die Luftmaschen an. Dazu gehe ich mit der Häkelnadel unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den einmal komplett um und halte den Faden einmal hier unten fest und häkle so die erste Luftmasche. Und dann schlage ich weitere Luftmaschen an. Also Maschenanzahl ist teilbar durch 4 plus 3 Wendeluftmaschen. Ihr schlägt die Maschenanzahl, die für euch passend ist. Ich zeige das Ganze in Kleinformat erstmal und dann schauen wir weiter. Also wir häkeln erstmal auch das Muster. So schlagen wir die Luftmaschen an. So, jetzt mache ich Folgendes. Also ich mache es meistens so, dass ich das Ganze erst, wenn ich die erste Reihe gehäkelt habe, zur Runde schließe. Das ist für mich immer einfacher, als wenn ich sofort das Ganze schließe. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache einen Umschlag und in die 4. Luftmasche stiche ich ein, hole den Faden und häkle das erste Stäbchen. Die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Unten überspringe ich 2 Luftmaschen. In die 3. Luftmasche häkle ich das erste Stäbchen. Und dann das zweite Stäbchen. So, und das Ganze wiederholen wir. 2 Luftmaschen. Unten überspringe ich 2 Maschen und in die 3. Masche häkle ich ein Stäbchen. Und in die nächste Masche das zweite Stäbchen.
Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. Also 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringe ich. In die dritte Masche häkle ich das erste Stäbchen und dann das zweite Stäbchen. Und so häkeln wir dann weiter. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Ich habe hier 2 Stäbchen gehäkelt. 2 Luftmaschen bleiben bei mir übrig. Ich häkle 2 Luftmaschen. Jetzt nehme ich das Ganze und schließe zu einer Runde. Und zwar hier in die dritte Luftmasche stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und hier diese 2 Luftmaschen brauchen wir auch und verbinden dann hier unten. Einfach mit dem Faden hier vernähen. So mache ich das immer. Das ist für mich leichter, falls ich irgendwie zu viel oder zu wenig Luftmaschen habe, so kann ich das Ganze anpassen. Und vor allem, wenn man hier diesen Anfang so macht, wie ich das immer zeige, kann man die Maschen leicht auftrennen. So. So, die zweite Runde beginne ich mit 4 Luftmaschen und häkle hier in den Bogen 2 Stäbchen. Hier einstechen, das erste Stäbchen häkeln und das zweite Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen, hier einstechen, in den Bogen 2 Stäbchen häkeln. So, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in den Bogen. Das wiederholen wir, bis wir am Ende der Reihe oder der Runde ankommen. Also ich häkle praktisch 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in den Bogen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in den Bogen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. 2 Stäbchen habe ich gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze zu einer Runde. Ich habe hier 4 Luftmaschen, in die dritte stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und die nächste Runde beginne ich mit 3 Luftmaschen. Häkle hier in den ersten Bogen ein Stäbchen. Jetzt 2 Luftmaschen, in den nächsten Bogen häkle ich das erste Stäbchen und dann das zweite Stäbchen. 2 Luftmaschen und in den Bogen das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in den Bogen. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Ich habe 2 Luftmaschen gehäkelt und das Ganze schließe ich mit einer Kettmasche. 1, 2, 3. In die dritte Luftmasche stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, und die nächste Runde beginne ich wieder mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und hier in den Bogen 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen, in den Bogen 2 Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir am Ende der Runde ankommen. So, und am Ende der Runde schließe ich das Ganze nochmal. Also 2 Stäbchen habe ich gehäkelt, in die dritte Luftmasche stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und wie ihr seht, das Ganze wiederholt sich, also praktisch die 2 Reihen stets wiederholen. Wir haben hier 3 Stäbchen, hier praktisch 3 Maschen. Und jetzt beginnen wir wieder wie die Reihe davor mit 3 Luftmaschen. 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in den ersten Bogen. So, und wie wir sehen, haben wir hier wieder gleich. Also 3 Maschen, ein Stäbchen und die nächste Runde fangen wir mit 4 Luftmaschen an und 2 Stäbchen. Hier fangen wir mit 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, die nächste Runde mit 4 Luftmaschen, 2 Stäbchen.
So häkeln wir das Ganze in Runden weiter. Also ich habe dann für meine Linie 18 Runden gehäkelt, bis ich, also das ist dann die letzte 18. Runde, die ich gehäkelt habe, und ab da häkeln wir dann das Rückenteil und vorne den Ausschnitt. Also erstmal 18 Runden häkeln mindestens für die Größe. Man kann natürlich das Ganze auch länger häkeln. Man kann auch normale Linie häkeln, so wie ihr das haben wollt. So, das ist dann die letzte 18. Runde. So, jetzt häkeln wir vorne den Ausschnitt, und zwar, ich habe mir das Oberteil in 2 Teile aufgeteilt. Hier habe ich die Mitte, genauso habe ich auf der anderen Seite die Mitte markiert. Und das ist die Reihe bei mir, wo ich mit 3 Stäbchen beginne. Genau. Und das sind die mittleren 2 Stäbchen. Und jetzt habe ich mir 1, 2, 3, das dritte Loch praktisch markiert. Und ab da fangen wir an, also die Träger praktisch vorne zu häkeln und somit auch den Ausschnitt. So, ich beginne dann hier bei dem Stäbchen an, da stiche ich ein. Also hier 1, 2, 3, das dritte Loch, und hier sofort stiche ich ein. Ich habe hier auf der rechten Seite praktisch auf der rechten Seite angefangen, und hier auf der linken Seite fange ich, also wende ich das Ganze und fange auf der linken Seite an. So. So, hier stiche ich ein in das erste Stäbchen, hole mir den Faden und häkle 4 Luftmaschen. So, und jetzt häkle ich hier in den Bogen 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, nach Muster häkeln wir. So, und jetzt häkle ich hier in dieses Stäbchen, also erstmal 2 Luftmaschen, so ein Umschlag, hier einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt stiche ich in das nächste Stäbchen ein. Ich mache 2 Umschläge, den ersten Umschlag, den zweiten Umschlag. Jetzt stiche ich hier ein, hole den Faden durch die ersten 2 Schlingen durch die zweiten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf der Nadel, alle 3 Schlingen durch. Jetzt habe ich hier eine kleine Schrägung gehäkelt, damit der Ausschnitt bei uns nicht so eckig wird. So. Die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze, so, und jetzt häkle ich hier in den Bogen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen in den nächsten Bogen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, und hier in den letzten Bogen häkle ich 2 Stäbchen. Die nächste Reihe beginne ich mit 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in den Bogen 2 Stäbchen.
in den ersten Bogen 2 Stäbchen häkeln. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen. 2 Luftmaschen in den nächsten Bogen. 2 Stäbchen. Eine Luftmasche und hier zwischen den beiden Stäbchen einstechen, ein Stäbchen häkeln. Und diese 2 Reihen wiederholen wir. Also wir beginnen einmal mit 4 Luftmaschen und einmal mit 3. 1, 2, 3. Das Ganze wenden und in den ersten Bogen ein Stäbchen häkeln. 2 Luftmaschen. In den Bogen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und hier in den Bogen 2 Stäbchen. So, und in die nächste Reihe beginne ich mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle hier in den Bogen 2 Stäbchen. So, 2 Luftmaschen und die nächsten Bogen 2 Stäbchen. So, und weil wir da mit 4 Luftmaschen angefangen haben, häkle ich hier bloß nur eine Luftmasche und ein Stäbchen hier zwischen. Und so häkeln wir dann weiter. Ich habe für meine Größe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reihen gehäkelt. Man kann natürlich die Länge anpassen. So, jetzt häkeln wir das Rückenteil, und zwar im Rückenteil mache ich Folgendes. Ich markiere mir hier 3 Löcher. Hinten markiere ich das dritte Loch von einer Seite und bei der anderen Seite genauso. Und dann häkle ich hier in Reihen das Rückenteil erstmal 5 Reihen weiter. So, also hier haben wir das dritte Loch. Ich nehme mir die Wolle. Hier steche ich ein in das erste Stäbchen. Nehme mir den Faden, ziehe den einmal so durch und häkle ich 4 Luftmaschen. Und jetzt in den ersten Bogen 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen in den Bogen 2 Stäbchen. Und so häkeln wir, bis wir auf der anderen Seite ankommen. Also ich habe komplett die Reihe durchgehäkelt und jetzt bin ich auf der anderen Seite bei dem Markierer. Hier habe ich 2 Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche und in das zweite Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. So. Und die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. So, jetzt häkle ich hier in den ersten Bogen ein Stäbchen. 2 Luftmaschen in den Bogen, in die nächsten 2 Stäbchen und jetzt häkeln wir alles nach Muster. So, am Ende der Reihe, hier in den Bogen häkle ich 2 Stäbchen. Und die nächste Reihe beginne ich mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze. So, und häkle hier in den ersten Bogen 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, den Rest häkle ich nach Muster. So, und am Ende der Reihe häkle ich eine Luftmasche und hier zwischen den beiden Maschen steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So, und die nächste Reihe beginne ich wieder mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze.
mit 3 Luftmaschen. Bin ich jetzt falsch? Genau, wir haben ja für die Runde davor angefangen, 3 Luftmaschen und hier in den Bogen ein Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und so weiter. Und dann häkeln wir noch, wir haben jetzt 4 Reihen, also wir häkeln dann noch die 5. Reihe. Genau. Also hier, wie gesagt, mit 3 Luftmaschen beginnen ein Stäbchen. Am Ende der Reihe häkle ich dann hier in den Bogen 2 Stäbchen. Und die nächste Reihe beginne ich dann mit 4 Luftmaschen, wie die Reihe davor. So, wir haben jetzt das Stückchen gehäkelt und jetzt häkeln wir die Träger genauso wie vorne. Ich beginne jetzt mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. So, jetzt häkle ich hier in den ersten Bogen das erste Stäbchen. 2 Luftmaschen, in den nächsten Bogen 2 Stäbchen. So, 2 Luftmaschen, in den nächsten Bogen 2 Stäbchen. So, das erste Stäbchen. Da schaue ich gleich wegen der Schrägung, wie ich das am besten mache. Also erstmal das erste Stäbchen. So, jetzt häkeln wir das zweite Stäbchen, einen Umschlag, ein Stich Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt mache ich 2 Umschläge, überspringe diese 2 Stäbchen, hier stiche ich ein, hole den Faden, ziehe die ersten 2 Schlingen durch die zweiten 2, jetzt habe ich 3 Schlingen auf die Nadel und alle 3 Schlingen durchziehen. So, und die nächste Reihe beginne ich, hier habe ich mit 3 Luftmaschen, jetzt beginne ich mit 4 Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle hier 2 Stäbchen. Und jetzt häkeln wir 5 Reihen unsere Träger, genauso wie vorne habe ich genauso, also häkle ich genauso. So, eine Luftmasche am Ende und hier ein Stäbchen, ein Stäbchen und die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und so häkle ich dann noch, wie gesagt, insgesamt 5 Reihen. Und so schaut es aus. Und die andere Seite häkeln wir genauso wie die Seite. Auch 5 Reihen hier. Oder entsprechend natürlich mehr, also je nachdem, welche Größe ihr habt und so weiter. So, also wenn die Schultern fertig sind, kann man diese zusammen vernähen, entweder mit einer Nähnadel oder auch mit einer Häkelnadel. So, wir legen die rechte Seite auf die rechte Seite drauf. So, jetzt steche ich hier ein. Ich habe hier den Faden, mit dem ich das Ganze vernähen möchte. So. Steche ich hier ein und dann hinten, hole mir den Faden durch. So, und jetzt steche ich nochmal hier vorne. Und hinten steche ich ein. So, jetzt haben wir hier diese Luftmaschen. Ich kann hier in die hintere Schlinge einstechen. Und hier, also in die inneren 2 Schlingen, steche ich ein. So, hole mir den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Hier mache ich das gleiche, die inneren 2 Schlingen. Und so auf diese Art kann man das Ganze zunähen. Entweder hier die inneren 2, man kann aber auch komplett hier durchstechen. Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. Man kann aber auch schauen, wie das Ganze dann am besten ausschaut. Entweder so oder so. Ich mache es wieder in die inneren 2 Schlingen. Und dann schauen wir, wie das Ganze ausschaut.
So schaut es auf der rechten Seite aus. Also schaut ganz gut aus. So kann man das lassen. Genau. Jetzt verarbeiten wir noch die Fädchen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Faden habe, den ich verarbeiten möchte, mache ich Folgendes. Man kann die Fädchen immer aufteilen in 2 Teile. So mache ich das. Dann ziehe ich ein Ende hier irgendwo durch. So, einen Knoten binden. So ein paar Mal. So, und jetzt kann man das abschneiden. Das mache ich natürlich auf der linken Seite, nicht auf der rechten. Und so verarbeiten wir dann alle Fädchen. Nun sind wir mit dem nächsten Oberteil fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert von euren Sommertop-Projekten wie ich. Lasst uns in Kommentaren in Kontakt bleiben und unsere Kreationen teilen. Bis bald und viel Freude beim Häkeln.